toll. Wenn einer sowas macht, finde ich das gut. Aber diese ganzen Schmierereien immer, das ist ja furchtbar, ne? Wenn einer die Wände voll krippelt und voll schmiert, finde ich nicht schön. Schmieren die Häuser voll mit irgendwelchen blöden Zeug von fremden Leuten. Toll aussieht. Dankeschön. Hoffentlich bleibt dann alles so. Ja, und hier dürft ihr, ohne dass ihr bestraft werdet, ne? Mario, die Sonne kommt raus. Guck mal. Ja, moin, liebe Friends and Followers. Heute ist der erste Tag von der Fritz Art. Das ist so ein Street Art Graffiti Festival mit Musik und allem drumherum. Wir trinken gerade unseren guten Morgen-Kaffee, starten so langsam in den Tag und gleich geht's dann los, erstmal die Wand begutachten. Ich habe die Wand noch nicht gesehen. Yeah, let's go. By the way, das ist mein Kumpel Mario. Der ist heute der Kameramann. Hi. Da sind wir nun, in Stavenhagen, tiefstes MacPom. Ein Ort, wo der Hund begraben ist, wortwörtlich. Zwischen endlosen Feldern, Dörfern wie aus der Zeit gefallen und dann plötzlich ein paar Plattenbauten. Nicht gerade das, was man als Hotspot der Street Art kennt. Aber hey, genau deswegen sind wir hier. Dieses Nest kann definitiv ein bisschen Farbe gebrauchen. So, jetzt sind wir hier beim Netto. Das ist der Asia-Imbiss, von dem Toni so geschwärmt hat, wo es so gutes Asia-Essen geben soll. Und Döner. Und Töner. Das ist der Hopfenweg. Und hier, das Gute ist... Wir können direkt Tabak kaufen. Das Gute ist hier, dass wir hier unendlich lange parken können, weil in Warendorf, wo ich herkomme, wäre dann hier so eine Kamera und da wäre dann 2 Stunden darfst du parken und dann musst du 60 € Strafe zahlen. Hier im Osten ist noch die Welt noch in Ordnung. Hier ist unsere Wand. Ja, nice. Ach, ist die schön. Ach, guck mal, wie glatt die ist. Da möchte ich dran lecken. Geil. Geil, geil, geil. Ja, und das ist das ganze Dingen hier. Das ganze Dingen ist meine Fläche, auf der ich arbeiten darf. Auf dem Hopfenweg. Ich habe ja was vor. Das werdet ihr am Ende des Videos sehen. Ich habe was Spezielles vor mit dieser Wand. Das wird lustig. Gut, lass das Material holen. Und bevor ich auch nur einen einzigen Strich an der Wand gemacht hatte, kam schon der erste Besucher zu der Wand. Und es war kein geringer als Anje Kahn. Alter, guckt euch das an. Das hat der gemalt. Der hatte eine Woche lang dran gemalt. Der war noch eine Woche vorher da, war jetzt schon fertig und hat sich so die Artworks von den anderen Künstlern angeguckt. Yo, great to meet you, man. Yeah. I'll come back. Ja, und dann musste ich ja auch langsam mal anfangen. Ich habe ein strammes Programm vor mir. Das sind insgesamt 40 Quadratmeter, die ich in 4 Tagen gestalten möchte. Ja, ich male erstmal die groben Vorskizzen an die Wand. Das wird eine Wand mit Fischen werden. So viel kann ich euch jetzt schon verraten. Man sieht es ja auch direkt. Und um Sprühfarbe zu sparen und auch einfach ein bisschen schneller arbeiten zu können, habe ich mir Wandfarbe anmischen lassen und arbeite ganz viel mit der Rolle und mit Pinseln, denn der Hintergrund wird aus Wolken bestehen. Ja, mein Herz schlägt ja für die Graffiti-Buchstaben. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Arbeit gemacht. Jetzt kommt der Spaß. Jetzt werde ich einmal ein bisschen Buchstaben vorskizzieren. Damit ich dann da drum herum malen kann, dann fühle ich mich einfach besser.
am Ende sind es die Buchstaben, die mir immer noch am meisten Spaß machen. Dieses Geflecht aus Formen und geschwungenen Linien hat in den letzten 25 Jahren für mich einfach keinen Reiz verloren. Und alles in einer Komposition aus klar erkennbaren Motiven wie den Fischen. Das ist aber schön, dass Sie das hier machen. Dankeschön. Macht nicht nur mir mega Bock, es macht es den Passanten auch leichter, sich mit der Gestaltung zu identifizieren. Das ist ja Hammer, echt. Jetzt erkennt man, es ist schwer zu erkennen, so im ersten Moment oder was. Ne? Jetzt, wenn man hier drauf zukommt oder was. Ne? Aber, weil, ich sag mal, von wegen gut, der Fisch ist irgendwo zu sehen. Ja, das ist ja auch noch, ist ja alles noch im Vorstadium. Genau. Ne? So, genau. Jetzt Da hier mir gerade eben, ich habe mich ein bisschen mit dem Kanal, der wollte ich gerade unterhalten, hier mit den Franzosen oder was. Das ist der Hammer, ne? Was er da draufgepackt hat auf die Wand. Alter. Wir sind gestern Abend erst Mitternacht hier angekommen und sind dann direkt vom Campingplatz hierher. Ich habe noch gar nichts gesehen. Ihr seid mir total was voraus. Geil, da drüben sind zwei, die mich irgendwo total ansprechen. Da kriegen wir hier, guck mal, Gänsehaut. Geil. Das ist geil, ja, was einfach total genial ist oder was. Wie sagt man bei euch hier? Ach so, Gut Sprüh. Okay, gut sprühen. Ja. Da musst du was Neues ausdenken. Das ist jetzt nicht. Ciao. Ja. Danke. Gerne. Mir hat mal so eine Perle gesagt, auch so, ey, sieht gut aus. Und ich zu ihr gesagt, du auch. Dann ist sie rot angelaufen und weitergegangen. Das O ist auch gut. Das E ist ein Frechdachs. Das E ist ein richtiger Frechdachs. Siehst du das? So, das hat so oben so das Auge, ist so böse. Ne, so. Und das ist so richtig, das hat so richtig breites Grinsen. So. Happy. First Lines knallen, derbe rein. Alter Vater, ey. Aber ich will meinem Bildungsauftrag nachkommen und euch einmal durch die Buchstaben führen, denn ich kann den Mann verstehen, als er sagte... Jetzt erkennt man, es ist schwer zu erkennen, so im ersten Moment oder was. Ne? Jetzt, wenn man hier drauf zukommt oder was. Ne? Aber Deswegen will ich euch einmal schnell helfen. Natürlich, das Graffiti, das ist mein Name. Graffiti-Sprüher malen meistens ihren eigenen Namen. Meiner ist Smo. S-M-O-E. Das sind quasi ganz vereinfacht die Buchstaben, die da drin stecken. Aber ich habe die ja natürlich alle ein bisschen fetter gemacht. Deswegen haben wir hier S-M-O-E. Jetzt ist es schon ein bisschen schwieriger zu erkennen. Und dann sind ja noch diese ganzen Extra-Elemente da drumherum, die zum S gehören, die zum M gehören. Das O ist mega übertrieben, da ist so viel dran. Und am Ende haben wir noch das E in Blau. Und ich glaube, wenn ich jetzt das jetzt mal einmal wieder alles ausstelle, bupp, solltet ihr vielleicht in der Lage sein, meinen Namen da drin zu lesen. Smo. Was für ein geiles Gestrüpp einfach. So. Überall. So. Da kommt überall was raus. So. Das ist wie so ein Tentakelmonster. Wo so richtig. Gut am Flown. Sehr, sehr gut am Flown. Machen wir so eine Stunde Wölkchen hier, Stunde Fischchen. Und dann machen wir Feierabend. Danke. Ja, und hier dürft ihr, ohne dass ihr bestraft werdet, ne? Ja. Also gut aus.
Hoffentlich bleibt das alles so. Also ich folge dir jetzt und wir kommen morgen gucken, wie weit du bist. Ja. Wir kommen morgen noch vorbei. Ja. Nö, ich zieh durch. Day 2. Mario, ich habe gehört, wir ziehen jetzt nochmal um. Besser ist das. Okay, also. Gestern Abend habe ich um 19:30 Uhr haben wir gemalt. Sind dann hier zum Campingplatz. Hier sind auch einige Leute. Also einige wenige. Und die ersten sind auch schon gefahren gerade schon. Und wir werden die zweiten sein, weil direkt gegenüber ist dieser Schlossplatz. Das war uns überhaupt gar nicht bewusst. Und die haben bis um 3 Uhr heftigste Techno-Mucke gespielt, ne? Alter, ich hatte Opax drin und konnte trotzdem nicht schlafen. Ey, so ein Bass. Das kommt natürlich jetzt, ich habe gestern Abend noch gedacht im Bett, ob ich da eine Aufnahme von mache, aber das kommt bei euch sowieso nicht so an. Dann ist dann so im Hintergrund nur so leise, so bum, bum. Und dann so, was hat er denn? Warum stellt er sich so an? Wieso kann er denn nicht schlafen? Ja, jedenfalls, ich bin mega im Arsch. Und jetzt müssen wir nochmal umziehen, nochmal auf einen anderen Campingplatz, wo wir unsere Ruhe haben, also wo wir schlafen können. Das ist doch Folter, das kann doch nicht sein. Man ist hier, um abzuliefern, um geil zu malen. Ja, vielleicht bin ich da auch einfach falsch gepolt oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich einen zu hohen Anspruch. Sollte einfach irgendeine Scheiße malen und dann abends aufs Techno-Festival gehen. Aber ich will was Geiles malen. Ja, habe ich auch lange drüber nachgedacht gestern Abend. Jedenfalls ist es jetzt so, dass wir jetzt einmal umziehen müssen. Dementsprechend trinken wir jetzt unseren Kaffee. Und dann geht es gleich erstmal auf einen anderen Campingplatz. Und hoffentlich ist der total idyllisch. Das wäre schön. So, Mario, erzähl noch mal bitte, was ist mit den sanitären Anlagen? Das ist ein Upgrade 3.0, Marmor, Gold und sprudelnde Badewannen. Und Milch aus Wasserhähnen. 5-Sterne-Campingplatz. Und wir haben Schuhüberzieher. Die sanitären Anlagen werden nur betreten mit Schuhüberziehern. Okay, hatte ich auch noch nicht. Aber cool. Schön sauber. Also jetzt geht's auf zum nächsten Teil der Wand. Mal gucken, ob wir heute die Hälfte schaffen. Das wäre extrem gut. Und dann von 10 bis um 8 durchpennen. Da ist er. Maria! Wollen wir los? Abfahrt. Viel Spaß. Und auch wenn wir jetzt 4 Stunden durch den Auf- und Abbau vom Wohnwagen und den Umzug verloren haben, war das definitiv die richtige Entscheidung, denn die nächsten Nächte sind ja auch Konzerte auf dem Schlossplatz. Ist das so? Sehr, sehr gut. Ich bin glücklich. Und so eine Nacht, wo man halt nur ein paar Stündchen geschlafen hat, die steckt man wohl weg. Aber auf lange Sicht, man braucht halt einfach auch echt viel Konzentration, um so schön malen zu können. Und dafür ist Schlaf einfach essentiell. Und da lege ich jetzt halt so nach und nach so ein paar Schichten, so einfach so Nebel drüber, um quasi den Kontrast zu reduzieren, damit dann diese Atmosphäre entsteht. Aber schon, das ist doch Himmel und Fische, ne? Schon die Idee, cool. Ein Wasser. Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich mach gerne so surreales Zeug, ne? Ja, ich wollte dich nicht so, so arbeite hier so viele Leute. Ich wollte aber nicht so dazwischen gerätschen, ich kenne das ja, weißt du? Ach so, ja, wusste ich doch nicht. Ich habe mich doch voll gefreut, dass du vorbeikommst. Ja, alles gut, aber ich wollte... Aber wie soll ich dich denn erkennen? Nein, natürlich nicht. Du zeigst dich ja nie. Nein, ich bin auch eher so der Inkognito-Mensch. Aber... Das heißt, wir müssen dich im Internet blurren. Ja, wäre schon gut. Ja, was machen wir davor? Du hast ein Smiley? Ja, unbedingt. Welchen wünschst du dir? So einen breit grinsenden am besten. Breit grinsender Smiley, okay, warte.
Wir machen jetzt hier einen breitgrinsenden Smiley. Der kommt jetzt von hier. Darüber? Da ist er. Das darf ich jetzt in der Post-Production machen. Ja, schöne Sache hier auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Farbkombos wieder mal herrlich. Ja, aber das ist, ich habe das bei dem, wo ich für die Kirche gemalt habe, kennst du das Bild, wo ich diese, mit diesen Stoffen? Ja. Und da habe ich auch mit diesen Türkistönen und beigen Wolken gearbeitet, ne? Ja, stimmt. Und das war einfach, im Prinzip war das beim Rumprobieren ein Fotofilter, den ich drüber gelegt hatte. Und so, ja, ne? Das ist ja, man probiert ja immer vorher, man macht ja den Würfel vorher und dann legt man unterschiedliche Filter drüber und guckt immer, was passiert so, ne? Und dann habe ich jetzt gedacht, ich mache das Ganze nochmal, aber eine ganze Ecke heller, so dass es noch frischer wirkt. Das andere, das war farbenfroh und war aber ein bisschen erdrückend, war ein bisschen schwer. Und hier wollte ich so richtig Leichtigkeit rein. Ja, weil viel Tiefe drin war. So, ne? Ja, und hier wird halt auch recht tief, aber halt leicht, sehr leicht. Ne? Ja. Nur den Fisch möchte ich dann doch ein bisschen glücklicher machen. Der ist mir ein bisschen, Ein bisschen traurig. bäh. Mach doch einen Grinsesmiley. Ja. Das wäre schon mal schick. So eine Scheiße, Alter. Alter. Was ist denn da los? Was soll ich sagen? Letzte Nacht war kacke. Die Hinfahrt war schon 11 Stunden. In Erzählung ist sie mittlerweile bei 12. Wahrscheinlich am Ende, wenn ich hier fertig bin, sind wir 14 Stunden gefahren. Es waren aber 11 Stunden, die wir gefahren sind. Ne? Dann mussten wir aber dann wegen der zweiten Nacht, wo es halt eine völlige Scheiße war, weil es so laut war, mussten wir dann auf einen anderen Campingplatz wechseln. Und jetzt sind wir im Platzregen des Todes. Uns rennt einfach aktiv die Zeit davon. Die ganze Zeit mit irgendeinem dusseligen Scheiß. Ja, okay, gut. Wir sind jetzt gerade in der Mitte von dieser einen Zelle. Und die ist in einer halben Stunde, in 10 Minuten ist sie weg und dann haben wir eine ganz lange Zeit Ruhe. Und wahrscheinlich sind all meine Entwürfe in irgendeiner Kiste da draußen und sind jetzt alle nass. So. Ja, komm Mario, jetzt machen wir mal einfach, jetzt gießen wir das mal aus. Alter. So, und der Plan ist ja folgender. Ich habe jetzt nur noch diesen etwas ramponierten Vorsketch. Aber der ist noch ganz gut. Und ich klebe mir den jetzt einfach hier so dahinter. Mit 2 Klebestreifen. Und dann ist der ja mega gut sichtbar. Und absolut wasserdicht. So. Ist das schlau oder ist das schlau? Aber es war ja nicht nur das Wetter, was mich von der Arbeit abgehalten hat. Es waren auch die vielen super netten Gespräche mit den unterschiedlichsten krassen Leuten, die mich da besucht haben. Hier oben sieht man es dann halt so, dass dann halt auch so Nebel da sind, ne? Aber halt die scharfen Kanten kommen halt auch geil. Ne? Die kriegst du mit der Sprühdose kriegst du die gar nicht hin. Dann wird es dann zu weich wird, dann werde ich bescheuerterweise heißt es, es wird dann zu wolkig, aber eigentlich ist es wolkiger, wenn es nicht wolkig ist. Bescheuerterweise heißt es, es wird dann zu wolkig, aber eigentlich ist es wolkiger, wenn es nicht wolkig ist. Ich finde es auch, der Stil kommt geiler, im Gegensatz zu den Fischen auch, weißt du? So diese bilden geilen Kontrast. Und nach dem hohen Besuch von Akte und Krenn kam auch noch deutsche Graffiti-YouTube-Prominenz zu Besuch. Das hat mich richtig gefreut. Dass ich dich mal in freier Wildbahn sehe. Ja, hi. Hi. Hallo, wie geht's? Sehr Schön, gut. dich kennenzulernen. Ja, ganze Freude ist ganz meinerseits. Das freut mich. Er ist auch Graffiti-YouTuber. Christian, hallo. Wurdest du viel erkannt auch jetzt? Ja, sind viele schon. Leute angekommen? Ja, klar. Geil. Ja, du magst es ja auch Du ein machst bisschen ja auch dirty viel und so, ne? Fingerspitzengefühl, man sieht das ja. Du drückst ja nicht voll Nein. durch und so. Du hast ja auch krasse Can-Control, ne?
Ne? Ich mag halt auch Buchstaben, die halt mit der Proportion auch mal irgendwie rausgehen. Ne? Also dass halt was ist, was legitim ist, aber dann doch so, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, so, dass sich der Buchstabe so verhält jetzt in dieser Bewegung. So, ne? Ja. Das hier ist bloß so eine wackelige Fleischbacke. So, ich nehme das so. Kennst du den laufenden Smo von mir? Nee. Ich habe mal eine Animation gemacht und so ein Smo, was wie so ein Pferd so läuft, was so galoppiert. Ja. Ne? Und oben drauf ist halt einer von meinen Lids. Dieser wabbelt ja in die Richtung, ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel Gravitation irgendwie so runterhauen würdest, dann würde er so machen. Ja, so, ne? Dann würde sich das hier einmal so nach dahin verschieben. So, ne? Wackelige Fleischbacke. Und das macht er dann beim Laufen, geht dann das Lid wabbelt halt die ganze Zeit immer so hin und her. Ne? Wackelige Fleischbacke. Und dann sind wir sind wieder dann zurück bei der Natur. Du kannst so viel erfinden, wie du willst. Du kochst es und am Ende kommt dann wieder die Natur raus, was du vorher schon hattest. Ja. Das ist super weird. Physik ist für uns alle die gleiche. Mit der müssen wir alle klarkommen. Bloß wie wir das dann halt umspielen, die Sache. Ne? Ja. Oder wie wir uns dann in diesem Raster halt bewegen. Ne? Das ist ja für ihn seine eigene Sache. Schön. Ja, schön gesagt. Cool. Eis ist gebrochen, würde ich sagen. Ne? War auf jeden Fall ein schöner Schnack. Will ich nicht länger aufhalten. Ich hätte noch stundenrund mit Tom weiterquatschen können, aber die Arbeit muss ja fertig werden. Und da war ja noch diese eine Sache, die ich machen wollte, vor der ich mich ein bisschen gedrückt hatte. Meine Idee war, später aus der Wand einen Print zu machen, so wie ich es schon mehrfach gemacht hatte. Aber mit dem Unterschied, dass durch den QR-Code, den ich ausgelasert habe, nun die Wand selber auf den Print aufmerksam macht. Und es war dann doch recht faszinierend zu sehen, wie viele Menschen tatsächlich den Code gescannt hatten. Wir haben es für heute. Wir sehen uns morgen. Day 3. Es ist schon 12 Uhr. Es ist schon 1 Uhr. Es ist schon 1 Uhr. Ey, ganz ehrlich, ne, ich hab so gepennt. Ich habe selten so gepennt wie die letzte Nacht. Und ich will jetzt 6 Stunden konzentriert durchmalen, dann haben wir es wieder 19 Uhr. Und mein Plan ist heute, den Style hier zu schaffen. Also, let's fetz. Oh, Eis! Ich habe mir gedacht, ich bring mal die Männer ein Eis. Ach, wie süß! Ja, ach, wie süß! Dankeschön! Ja, der läuft schon ein bisschen runter. Oh, Dankeschön! Ja, bitteschön. Kein Problem. Ich hoffe, dass Mario wiederkommt, der ist gerade weg. Ach, das ist ja süß. Ich mir so ein. Ja. Der dann schön an. Okay, ach. Ach, wie süß, danke! Day 4. Gucken wir mal, dass wir es heute fertig kriegen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns an der Wand im vollen Elan und dann werden jetzt noch schön ein paar Fischis gemalt. Oh mein Gott, ist das lieb.
mein Gott, ist das lieb. Dankeschön. Und für meinen Kumpel haben sie nichts mitgebracht? Nee, der muss zugucken. Der muss zugucken. Ach, das ist lieb. Dankeschön. Gerne. Mit Liebe gemacht, überall noch so ein bisschen was drauf, so mit Salat. So diese Dankbarkeit, ne? Wir haben Brötchen hier vorbeigebracht bekommen, Döner, Kaffee. Es ist noch eine Erdbeertorte angekündigt, vielleicht kommt sie noch, wir wissen es nicht. Oh, Bitte, mit Hütchen. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Es war einfach wirklich komplett schön. So Leute, und jetzt stellt euch vor, ich nehme dieses Bild hier, ich hebe es in die Luft, buff, und packe es hier oben drauf, nehme das beides und hebe es in die Luft und buff, kommt es da drauf und das alles zusammen, ja, und da drauf. Und jetzt haben wir den Print fertig. Naja, wenn es denn mal so einfach wäre. Natürlich musste ich noch all die ganzen Stoßkanten nachbearbeiten, sodass das quasi aus diesen 4 Einzelwänden eine große Wand wird. Und dann habe ich garantiert noch 10 Stunden an den klitzekleinsten Details in Photoshop gearbeitet. Jetzt guckt euch das an, wie krass man da reinzoomen kann. Das kann man quasi auf Originalgröße reinzoomen und jedes einzelne Detail, jeden Spritzer sehen. Und das ist jetzt die digitale Vorlage, die zu einem Print wird. Krass, oder? 3 days later. Um die Aufbereitung für den Druck kümmert sich immer meine Frau. Und sehr, sehr geil. sie hat einen sehr guten Job gemacht. Oh. Geil. Halleluja. Perfekt. Sagen Sie, Frau Plautz? Und ich finde das auch schon schön. Schon schön, ne? Jo, benutzt einfach den QR-Code oder geht auf smonova.de. Der Print ist jetzt erhältlich, limitiert auf 100 Stück. Einmal gibt es das Original auf dem Hopfenhofweg in Stavenhagen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Toni und bei Thoralf für die Einladung und die tolle Orga. Die vielen netten Begegnungen mit Stavenhagenern. Danke an meinen Wandnachbarn G für die Restdosen. Der hat auch ein übelstes Brett dahin gezaubert. Ganz anderer Stil. Und dann hatte ich auch endlich Zeit, mich mal umzuschauen, was die anderen Künstler so gezaubert haben. Sat One mit so einer richtig geil verspielt sympathischen, abstrakten Fassade. Dembski mit dieser fetten retrofuturistischen 3D-Arbeit. Brutal. Dann Anje Kahn mit seiner Bleistiftkriegerin, die hatte ich ja zu Anfang im Video schon gezeigt, mega detailliert. Ja, und den Vogel abgeschossen im wahrsten Sinne des Wortes hat Kaluf mit diesen Schwalben, ey, der hat so abgeliefert. Super gerne hätte ich euch einfach auch noch viel, viel mehr gezeigt. Das sind vielleicht 20% von dem, was da passiert ist, aber der Bauzaun war längst abgebaut, die hatten einen halben Kilometer Bauzaun und ja, ich kann einfach nur sagen, danke an das Fritzart-Team. Checkt meinen Shop aus, monova.de, wenn ihr den Print ergattern wollt. Und wir sehen uns im nächsten Projekt. Das sind doch geile Aufnahmen. Das ist doch super. Das ist super. Geil. Was ich nur sagen wollte ist, wir hoffen, dass Stavenhagen das fortführt. Und wir hoffen, dass Stavenhagen dieses Momentum verstanden hat und immer wieder Männer wie euch hierher holt. Das ist eine Bereicherung. Gerne uns.
Gerne einfach uns. Nächstes Jahr wieder. Euch. Ja. Ganz herzlichen Dank. Ja, gerne, gerne. Tschüss.